Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Andrea. Ich freue mich, dass du wieder bei mir vorbeigekommen bist. Ihr habt mich in letzter Zeit so oft gefragt, ob ich von meiner einfachen Mütze auch eine Babyversion machen könnte, sodass ich diese Woche einfach mein geplantes Projekt verschoben habe. Und heute zeige ich dir, wie du diese einfache Babymütze häkeln kannst. Meine Mütze hat so ein Umschlagbündchen. Ich mag diese Bündchen sehr gerne, denn sie geben nicht nur mehr Halt, sie sind auch sehr, sehr, sehr praktisch. Wenn man die Mütze etwas kürzer haben möchte, kann man das Bündchen etwas länger umschlagen. Wenn man die Mütze etwas länger haben möchte, macht man das Bündchen einfach etwas kürzer. Und wie du sehen kannst, habe ich nicht nur eine Mütze gehäkelt, sondern gleich mehrere in verschiedenen Größen. Das habe ich insbesondere für meine schriftliche Anleitung gemacht, damit ich auch jede Größe wirklich zur Probe gehäkelt habe. Alle meine Mützen habe ich mit meiner restlichen Wolle von der letzten Babydecke gehäkelt und dazu genommen habe ich eine passende Häkelnadel Nummer 5. Die Infos zur Wolle, aber gerne auch die Infos zur Babydecke schreibe ich dir in die Videobeschreibung. Ich stelle dir auch gerne den Link zur Erwachsenenversion von dieser Mütze in die Videobeschreibung und auch sonstige Infos stehen auch wie immer drin. Die Mütze häkle ich in Reihen. Ich fange hier unten an und häkle dann Reihe für Reihe hoch. Und wenn meine Mütze dann groß genug ist, dann nähe oder häkle ich sie hier an den Seiten zusammen. Also so. Und ganz oben kann ich die Mütze dann zusammenziehen. Also hol dir schnell noch etwas Wolle und deine Häkelnadel, dann kannst du gleich mit mir mithäkeln. Natürlich kannst du auch mit deinem eigenen Projekt weiter häkeln und mir einfach nur ein bisschen zuhören. Und vielleicht magst du mir erzählen, was du während dem Video so gemacht hast. Gut, dann fangen wir gleich mal an. Ich beginne mit einem ganz normalen Knoten und häkle nun 30 Luftmaschen. Das passt für den Kopfumfang von 38 bis 42 cm oder einem 3 bis 6 Monate alten Baby. Du musst hier übrigens nicht mitschreiben. Diese Angaben und auch für andere Größen findest du entweder in der Videobeschreibung oder in meiner schriftlichen Anleitung. Diese 30 Luftmaschen sind bei mir 18 cm lang. Ich brauche nun eine weitere Luftmasche, um in die Höhe zu kommen, also 31. Ich werde nun diese Steigeluftmasche auslassen, die Nummer 31. Dann häkle ich 4 feste Maschen und 26 halbe Stäbchen. Diese auslassen. Eins. Zwei. 3, 4 und nun häkle ich bis zum Ende der Reihe halbe Stäbchen. In jeder Luftmasche ein halbes Stäbchen. Wenn du dir übrigens schwer tust, die erste oder die letzte Masche der Reihe zu finden, dann würde ich dir raten, die erste und die letzte Masche der Reihe zu markieren. Du kannst dir übrigens auch markieren, wann die festen Maschen beginnen. Das ist übrigens meine Vorbereitungsreihe, die sieht minimal anders aus, denn wir häkeln jetzt in eine Luftmaschenkette.
Ein paar Maschen sind es noch, die häkle ich jetzt etwas schneller. Und auch hier in die letzte Masche ein halbes Stäbchen. Ich mache nun eine Luftmasche, um in die Höhe zu kommen. Drehe die Mütze um und ab nun werde ich nur mal in das hintere Maschenglied einstechen. Das mache ich jede Reihe so. Und nun häkle ich 26 halbe Stäbchen und bei den festen Maschen häkle ich wieder feste Maschen. Bei dieser Größe sind es übrigens 4 feste Maschen, bei den größeren Größen wären es dann 5 feste Maschen. Diese Steigeluftmasche wieder auslassen, das erste halbe Stäbchen, die erste Masche hier kannst du dir wieder markieren. Es passiert auch Fortgeschrittenen immer wieder mal, dass sie die letzte Masche übersehen. 3, 4, 5. Du kannst auch jede Reihe Masche für Masche mitzählen. Dann weißt du am Ende von der Reihe auch, dass du deine 30 Maschen hast. 17. Auch ich zähle übrigens alle 10 bis 15 Reihen einmal mit. Mir passiert es zwar nicht oft, aber auch mir passieren Fehler. 22, 23, 24, 25, 26. Hier sind noch 4 Maschen übrig. 1, 2, 3 und 4. Und in jede der 4 Maschen häkle ich eine feste Masche hinein. 1, 2, 3. Und du wirst wahrscheinlich schon wissen, wie es weitergeht. Ich mache wieder eine Luftmasche, umdrehen. Die Luftmasche lasse ich aus. Ich häkle wieder 4 feste Maschen. Und immer in das hintere Maschenglied einstechen. 3, 4. Die erste Masche kannst du dir wieder markieren. Und nun häkle ich bis zum Ende der Reihe in jede Masche ein halbes Stäbchen. Und ich steche immer in das hintere Maschenglied
Und weil ich hier immer in das hintere Maschenglied einsteche, kommt dieses Muster auch so zustande. Das Häkelmuster sieht ähnlich aus wie ein gestricktes Patentmuster. Ich finde, es ist für Mützen auch perfekt geeignet. Und diese 2 Reihen wiederholst du, bis deine Mütze groß genug ist. Eine Luftmasche, umdrehen, dann häkle ich bis zu den festen Maschen halbe Stäbchen. Also bei dieser Größe sind es 26 halbe Stäbchen. Dann kommen hier noch 4 feste Maschen. Bei größeren Größen habe ich hier 5 feste Maschen gemacht. Und dann kommt wieder unsere zweite Reihe, eine Luftmasche, umdrehen, 4 oder bei größeren Größen dann 5 feste Maschen häkeln und bis zum Ende der Reihe häkle ich dann halbe Stäbchen. Und das machst du so lange, bis deine Mütze hoch genug ist. Bei mir sind es mit der ersten Reihe 33 Reihen. Die Mütze sollte nun etwas gedehnt um den Kopf herum passen. Und ich werde nun meine Mütze zusammennähen und oben zusammenziehen. Du kannst deine Mütze natürlich auch mit Kettmaschen zusammenhäkeln. Das sieht dann so in etwa aus. Mir gefällt es aber besser, wenn ich meine Mütze nun zusammennähe. Den Faden ganz, ganz lang abschneiden und durchziehen. Hier verwende ich wieder das hintere Maschenglied und das ist unsere Luftmaschenkette vom Anfang und da steche ich in jede Einstichstelle noch einmal hinein. Ich mache nun auch keine besondere Stichart, ich steche einmal von vorne ein und einmal von hinten. Und bevor ich dir dann zeige, wie ich die Mütze zusammenziehe, sage ich schon einmal vielen Dank fürs Mitmachen. Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich freuen, wenn du dieses Video teilst auf Facebook, per WhatsApp, auf Pinterest oder in deinem Blog oder sogar in einem Video. So können auch andere Leute dieses Video finden. Also du hilfst mir wirklich damit weiter, wenn du das Video jetzt teilst. Und ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bei all den lieben Leuten bedanken, die mich immer so wunderbar unterstützen. Ihr seid großartig. Dankeschön. Und für das Zusammenziehen verwende ich nun einen eigenen Faden.
Ich ziehe den Faden einfach rundherum einmal durch. Und wenn die Runde geschlossen ist, dann ziehe ich die Enden zusammen, mache einen doppelten Knoten und bevor ich den Faden vom Zusammennähen vernähe, verknote ich den auch noch einmal, aber auf der Innenseite. Und wenn du deine Fäden vernäht hast, ist deine Babymütze auch schon fertig. Noch einmal vielen Dank fürs Mitmachen. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal unterstützt und ich freue mich schon darauf, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Deine Andrea.